Der Talk nach die Melodie. Der Talk mit Leander von Kraft. Ich grüße dich und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erzähle ich dir eine persönliche Geschichte und habe einen Gast, den ich sehr schätze, Veronika Mager. Gleich viel mehr zu ihr. Vor ziemlich genau 18 Jahren habe ich eine Geistheilungsausbildung gemacht. Diese hat mein Leben so verändert wie nichts zuvor und auch sehr wenig danach. Damals habe ich mir schon vorgenommen, ich werde nochmal hierher kommen und werde eine Wiederholung machen. Da bin ich gerade. Diese Methode ist sehr besonders. Sie nennt sich Shin-Tai. Shin-Tai, was das genau ist, wird Veronika mir gleich erzählen. Was ich dir aber sagen kann, es ist eine sehr wirksame Methode. Ich bin persönlich sehr überzeugt davon. Warum? Weil sie in die Tiefe geht. Weil sie mein Leben so transformiert hat, dass ich einfach ein anderer Mensch geworden bin. Das ist so spannend. Ich habe nichts anderes erlebt, außer Heilung. Heilung von morgens bis abends. Und es ist auch keine leichte Ausbildung oder keine leichte Heilbehandlung, sondern es geht in die Tiefe. Es gibt da draußen sehr, sehr viele Heilmethoden. Ich will die nicht schlecht reden, aber wichtig ist, viele dieser Methoden, die gehen nur so auf das Gute, auf das Helle, auf das Lichtvolle und lassen das Schmerzhafte aus. Und das Schmerzhafte ist das, wo die Heilung liegt. Wunderbar, Veronika, und vielen Dank, dass du überhaupt lebst. Ja, Veronika, freue mich auch. was ist Shin-Tai und wo kommt der Name her? Shin-Tai wurde in den Ende der 80er Jahre von Saul Goodman entwickelt. Er war schon ein sehr erfahrener Shiatsu-Lehrer, hat schon 20 Jahre Shiatsu gemacht. Dann wurde es ihm ein bisschen langweilig und er hat nach anderen Möglichkeiten gesucht und hat dann diesen Zusammenschluss von verschiedensten Körpertherapien kreiert, die über den kinesiologischen Muskeltest miteinander verbunden werden. Und das Besondere an Shin-Tai, was es auch in keiner anderen Körpertherapie gibt, ist die Öffnung vom Zentralkanal. Und der Zentralkanal ist die Energieautobahn, die ins Gehirn geht und sich an alle deine Informationen rankommt und die dann wieder Befehle im Körper gibt, was mit dieser Information passiert. Und durch diese Möglichkeit kommt man wirklich an Traumata, an Erinnerungen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und kann die wiederum mit allen anderen Therapien, Shiatsu, Chinezang, ist von Mantak Chia in die Welt veröffentlicht worden. Sehr schmerzhaft. Magnetisches Feld, Kraniosakraltherapie, Auraarbeit, Chakrenarbeit, sanfte Chiropraktik, all das wird verbunden. Der Zentralkanal sucht die Informationen, schickt sie wieder raus und es wird durch den Körper durchgearbeitet und durch die Aura durchgearbeitet. Und mittlerweile hat sich Shin-Tai so entwickelt, dass es wirklich auch in sehr hohe Frequenzen geht. Und auch da dein Muster, welches du als Seele mitbringst, um auf dieser Welt weiter zu lernen, dein schönes Mandala zu beleuchten. Ich wollte da noch was ergänzen zu. Was mich so fasziniert an Shin-Tai ist, dass das ein offenes System ist. Das heißt, du lernst extrem viel, muss ich sagen. Also ich habe gar nicht alles behalten können, was ich bei dir gelernt habe. Also die Knochen und also jede Menge Techniken. Was wichtig ist, das ist ja dann individuell, was wir fortführen und durch den kinesiologischen Test ist es erweiterbar. Nehmen wir mal an, du würdest schamanisch arbeiten können oder du arbeitest mit Engeln oder du arbeitest mit was auch immer, singst wunderbar. Dann kannst du das mit einbauen. Es ist also nicht so ein, geht nur so, sondern es ist total offen. Magst du dazu noch was sagen? Na, für mich ist es definitiv die Heilmethode für die neue Zeit. Ja.
Ja, also diese Erweiterung, die besteht nicht nur, weil man anderes kann, sondern weil tatsächlich durch Entwicklung die Energie sich verändert und dann das Universum dir Informationen gibt, was du jetzt zu tun hast. Plus jede Behandlung ist individuell. Das ist auch so ein Trick. Ja, gib mir 10 Leute mit Kopfschmerzen und ich mache bei jedem was anderes, weil es in dein eigenes System eingebaut ist. Also ich muss rausfinden, wo der Weg lang geht. Ja, durch diese vielen, vielen Möglichkeiten, die ich habe an Techniken, die dann wiederum auch relativ einfach sind, weil es sich wiederholt. Wenn ich beim Shiatsu gelernt habe, einen Punkt richtig zu öffnen, kriege ich die anderen auch alle auf. Wenn ich bei Kranio weiß, wie das System funktioniert mit Öffnen, Schließen, dann kann ich das überall anwenden. Ja? Und dadurch habe ich irgendwann so ein gutes Handwerk. Es ist wirklich Handwerk. Und die kann ich dann auch in anderen Frequenzen anwenden oder einfach übertragen auf die Person, die jetzt vor mir liegt. Was ich so besonders fand, ist, es schließt alle Systeme mit ein. Du bist sozusagen einerseits hochgeistig, also wir machen auch sehr abgefahrene Geschichten, wo manche sagen, das gibt's doch gar nicht, bis zu total körperlich. Jine Zhang, das wollte ich noch erwähnen, die schmerzhafteste aller Handlungsmethoden, die ich kenne, aber man muss sie auch nicht immer bekommen oder bekommt sie nur dann, wenn sie Priorität hat. Ganz wichtig ist, du gehst wirklich an die Organe ran und du fasst die Organe an. Ja. Das heißt, du bist total körperlich, wenn du es gerade brauchst, und du bist geistig in den größten Außenkörpern, wenn das gerade anliegt. Und deswegen ist das, was Veronika meinte, so speziell. Es ist nicht einfach eine Methode, so machst du das, sondern es entwickelt sich. Es ist wie eine Perlenkette, hast du mal gesagt. Na, vor allem ist es so, dass wenn ich was rausarbeite, wenn ich ein Trauma rausarbeite aus mir, ja, dann geht es auch für die Entwicklung in den geistigen Bereich und dann kann es sein, dass ich 3 Monate überhaupt nicht angefasst werde beim Heilen und dann plötzlich gibt es so einen Umschwung und das kommt alles wieder runter und muss durch den Körper wieder zurück raus. Ja, ein Problem bei vielen anderen Heilungen ist, ich habe zwar alles verstanden, aber meine Information im Gehirn ist immer noch die gleiche wie zuvor und deswegen reagiere ich immer wieder gleich, auch nach 10 Jahren Analyse noch. Ja, und Shintai hilft dir, das wirklich als Information, als Muster im Gehirn auch zu verändern. Und was ich gemerkt habe, ich habe das damals für mich gemacht, diese Ausbildung, nicht um sie an anderen, also nicht als Therapeut, wobei das dann automatisch auch wahrscheinlich entsteht. Ich habe gemerkt, dass du nur dann auch ein Heiler werden kannst, wenn du einfach heil wirst. Es geht nicht anders. Du kannst nicht einfach eine Methode lernen, egal welche, und die auch anwenden, ohne dass du deine ganzen Sachen, die du alle mitgebracht hast, alle deine Probleme, alle deine Schatten, alle deine Glaubenssätze, alle deine Schwüre, alle Angriffe, alle Besetzungen, alle Ahnenfelder, diese Liste ließ sich ewig fortführen, ja, wirklich aufgelöst hast. Und das hört auch bis zu deinem Lebensende nicht auf. Das ist ganz wichtig. Es ist nichts, was du einfach mal machen kannst. Deswegen werde ich zum Beispiel auch immer wieder hierher kommen, immer wieder, ich glaube, 9 Tage am Stück von morgens 7 Uhr bis abends 10 Uhr, nicht immer, aber meistens, durcharbeiten, weil ich danach so gelöst bin, wie ich jetzt gerade gelöst bin, und ich habe hart gearbeitet. Es war einfach richtig, richtig harte Arbeit. Was ich noch kurz dir mitteilen möchte, du weißt vielleicht, dass ich viel schamanisch arbeite, mit Indigenen aus dem Amazonas und mit Pflanzenmedizin, Ayahuasca zum Beispiel. Und was mir jetzt gekommen ist die letzten Tage, ist, diese Arbeit ist wirklich, wirklich wichtig und gut. Sie bringt dir sehr, sehr viele Informationen, sie zeigt dir sehr genau deine Schatten.
Nur das, was wir in so einer Sitzung dann an so einem Wochenende, 2 Nächte zum Beispiel, erfahren haben, was wir umsetzen wollten, davon bleiben 2-3% in deinem Leben hängen. 2-3%. Deswegen gibt es sehr viele, die hüpfen von einer schamanischen Zeremonie zur nächsten, die machen dann 10 Zeremonien durch, dann haben sie 20-30% vielleicht geschafft. Weiß nicht, ob das so der Weg ist. Shintai hingegen, und ich möchte das gar nicht abtun, ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit weiterhin, aber Shintai und alles, was damit zusammenhängt, wir machen auch Aufstellungen, da komme ich gleich noch zu, besondere Aufstellungen, das geht so tief, weil es über den Körper geht, über die Ebenen, auf die vielen Ebenen, und es geht länger, musst da dranbleiben, du kannst nicht einfach nur so ein Wochenende irgendwas machen und das funktioniert nicht. Das muss sich im Körper, in jeder Zelle gespürt werden. Magst du dazu nochmal was sagen, wie die Heilung da so funktioniert? Der über den Zentralkanal lässt das Gehirn eine Information frei, die zum Beispiel deinen blöden Vater betrifft, der dich immer geschlagen hat. So, die wird dann durch den Körper durchgearbeitet, verschiedenste Systeme, und irgendwann verstehst du, dass es eben dein Schicksal war, an diesen Vater zu geraten. Wenn das Universum es zulässt, hast du vielleicht auch Erinnerungen an andere Leben, wo du die andere Rolle hattest, gegenteilig, und dass dann sowas wie ein Ausgleich stattfindet. Dann kannst du auch sagen, okay, ich bin nicht mehr böse, es ist mein Vater, ich liebe ihn, und arbeitest das weiter in durch deinen geistigen Raum wieder zurück in den Körper, sodass irgendwann Frieden entsteht. In dir, mit deinem Schicksal, mit allen deinen traumatischen Erlebnissen. Das dauert Zeit, und auch das Gehirn entscheidet selbst, welche Informationen es freigibt. Es ist so geartet, dass du immer nur so viel rauslässt, wie du verkraften kannst. Also es wird nie was so abgrundtief aufplatzen, dass du da reinguckst und denkst, jetzt kann ich nicht mehr leben. Ja? Schritt für Schritt, du entscheidest selbst, wie dein Heilungsweg ist, nicht bewusst, sondern über dein System. Und ein Bild, was ich immer habe, ist, jeder Mensch ist ein wunderschönes Mandala, ganz individuell, hat aber hier und da und dort dunkle Stellen. Da ist einfach keine Farbe, kein Licht. So, und dann arbeitet es, und dann wird diese Stelle beleuchtet. Ah, schön, ja, dann ist sie plötzlich bunt statt schwarz. Dann geht es weiter, dann wird eine andere Stelle beleuchtet. Manches ist größer, manches ist weniger groß. Es kann scheinbar ganz viel in einer Behandlung passieren, und manchmal ist es einfach nur aufräumen. Ich wollte dir noch mitgeben, dass Shintai eine Besonderheit hat, dieser Zentralkanal, wie du gehört hast. Der Zentralkanal ist ja mit der Wirbelsäule verbunden. Der geht durch die Wirbelsäule. Durch die Wirbelsäule. Das ist so die Sender-Empfänger-Station. Ja. Und der wird sehr feinstofflich auch bearbeitet. Magst du noch 2, 3 Wörter dazu sagen? Generell, also die Techniken gehen wirklich von ganz intensiver, tiefer Körperarbeit, also da, wo ich richtig Kraft brauche, um überhaupt durchzudringen, ja, bis zu, ich wedel nur noch in der Luft rum, ja, oder denk mir was. Mental. So, mental, ja. Aber ich brauche für alles Konzentration. Ich kann auch nicht hingehen und einfach so Schnipp machen. Und vor allem, es funktioniert immer nur, wenn es Priorität hat. Also auch nach unglaublich langer Zeit Shintai teste ich immer noch alles aus. Zunehmend weiß ich auch, was ich zu tun habe. Das Testen geht auch manchmal sehr schnell, aber es entwickelt sich permanent weiter, ja, und wird immer individueller. Da möchte ich auch noch ein Beispiel bringen. Ich habe zum Beispiel, ein Teil davon sind Rückführungen in alte Leben oder in die Kindheit.
Und es gibt es ja auch als Standardheilmethode, Rückführung. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Nur wenn du einfach eine Rückführung machst, dann kann das vielleicht gar nichts bringen. Und ich sage das jetzt nochmal. Wenn du einfach nur Kranio machst, kann das wenig bringen. Wenn es aber Priorität hat, weil es gerade jetzt von dir gefühlt werden will, gearbeitet werden will, dann hat deswegen ist dieses Testen so wichtig. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, nur einzelne Heilmethoden zu lernen, sondern du brauchst ein Gesamtsystem. Und das ist Shintai. Ich kann dir natürlich viel erzählen, ich kann dir aber sagen, das Einzige, was du erfahren darfst oder solltest, ist es selber auszuprobieren. Lass dich mal behandeln im Shintai, fühle das, so bin ich hergekommen. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte, ich habe sie dir, glaube ich, auch vor ein paar Tagen erzählt. Ich war auf dem Festival Fusion, ein riesiges Festival, vielleicht kennst du das, ein Drogenfestival, Party, riesig. Ich glaube so um die 20, 30 Jahre alt. Und dort gab es ein Heilerzelt, wo sie Shintai gemacht haben. Und ich bin dahin und habe mir das angeguckt und dann sah ich einen jungen Mann, der wahrscheinlich auch einiges Intus hatte, wie er sich auf die Matte gelegt hat, mit dem Kopf nach unten. Und dann kam die Shintai-Heilerin und hat im Stehen etwas gemacht. Ich habe es natürlich damals nicht verstanden, was es war. Und sie war dann mit ihrer Hand genau über seinem Becken. Und in dem Moment ist diese Person physisch mit dem Becken fast 30 Zentimeter in die Höhe geflogen. So richtig boom. Und das war reell, das war nicht nur energetisch. Und dann dachte ich, das kann aber nicht sein. Wie kann denn etwas, was rein im feinstofflichen Raum wirkt, so stark physisch wirken? Und habe mich dann selber hingelegt, ein Jahr später erst, und habe selber viel, viel Heilung erfahren dürfen, habe mich dann angemeldet und die Ausbildung ist richtig, richtig, richtig gut. Eine wirkliche Herzensempfehlung von mir. Ein Teil dieser Ausbildung und auch nicht so der leichteste Teil, finde ich, sind auch Aufstellungen. Magst du noch mal ganz kurz was dazu sagen? Was ist so deine Art der Aufstellung? Ja, das Besondere an den Aufstellungen hier ist tatsächlich, dass ich auch die Elemente, die gebraucht werden, um den speziellen Knoten zu lösen, austeste. Und dadurch spare ich mir einmal ein bisschen viel Fragerei und es wird direkt gezielter. Ja? Dann muss ich noch am Großvater rumtrödeln, wenn es eigentlich aus einem anderen Leben kommt, zum Beispiel. Ja? Dadurch wird es auch tiefer und es gibt auch da eigentlich keine Grenze, was man aufstellen kann. Also ich lasse mich vom Universum sehr kreativ beraten. So, wenn du jetzt Lust bekommen hast, das auszuprobieren, das ist wie gesagt meine absolute Herzensempfehlung, dann schau dir Shintai an. Ich verlinke hier noch die Webseite von der Veronika. Es gibt eine 2-Jahres-Ausbildung bei dir, aber du musst es erstmal selber erleben. Lass dich behandeln. Ich glaube, alle 2 Monate gibt es auch einen offenen Behandlungsabend. Alle 4. Alle 4. Alle 4 Monate, da kann man hierher kommen, da behandelt eine ganze Gruppe. Und sonst melde dich bei ihr. Wenn du einen Impuls hast, dann solltest du ihm folgen. Vielen Dank, liebe Veronika. Gerne lernen. Tschüss. Supi.